Schneller und erfolgreicher Ziele erreichen mit OKR. Klingt doch eigentlich wunderbar. Ich habe aber heute jemanden im Interview, der erzählt, was bei der Einführung in seiner Agentur schiefgegangen ist, nämlich den Holger Hartmann. Kannst du mir kurz in 2 Sätzen erklären, was OKR ist? Ja, also OKR steht für Objectives and Key Results. Das gilt so als die Top-Management-Methode, kommt natürlich aus dem Silicon Valley. Große Firmen wie Google und so weiter setzen die ein, aber auch Startups, LinkedIn nutzt es und so weiter. Im Prinzip geht es darum, sich Ziele zu setzen, maximal 5 Stück, und das in einem gewissen Zeitraum, in einem Quartal, die halt eben versuchen zu erreichen. Und dafür setzt man sich pro Ziel 4 Erfolgsfaktoren, mit denen man dann eben diese Ziele messen kann. Und das ist eigentlich schon das Grundprinzip. Ja, wie seid ihr denn rangegangen an diese Einführung? Wie ist es denn gelaufen? Ähm, Das war genau das Thema. Wir sind da ein bisschen blauäugig oder sehr blauäugig und naiv eigentlich rangegangen. Wir haben gesagt, ja komm, wir lesen hier mal 3, 4 Blogbeiträge, lesen noch ein Buch dazu und dann wird schon irgendwie. War aber nicht so. Also unsere erste OKR-Liste oder OKR-Set, das war eigentlich eine reine Liste von Aufgaben, viel zu viel. Diese typischen 4, die es eigentlich sein sollten, waren am Ende, glaube ich, dann 30, also viel zu viel. Und es kamen halt tausende von Fragen auch im Team auf. Und also wir sind 20 Leute und wenn da jeder 2, 3 Fragen hat, dann sind da schon ein paar Fragen, die auch dann kommen und wir auf die teilweise auch keine Antwort hatten. Und das war dann schon sehr anstrengend. Und nach dem 3. Quartal haben wir gesagt, okay, das macht jetzt keinen Sinn und haben uns dann nochmal einen externen Berater geholt, der uns dann einfach dann auch da unterstützt hat. Haben einen Workshop gemacht und sind jetzt gerade dabei, intern jemanden noch aufzubauen. Deswegen, wie gesagt, dieses Quartal halt eben keine OKRs. Und ab nächsten soll es dann wieder von vorne ganz frisch und so wie es eben laufen soll, auch funktionieren dann. Ich wünsche euch, dass bei eurer OKR-Einführung alles glatt läuft. Und wenn ihr noch ein paar andere Tipps und Tricks für euer Business haben wollt, dann ist es am besten, ihr abonniert uns auf YouTube.